Wir haben uns diesmal mit einem Opel Corsa F beschäftigt und haben mal geschaut, was alles so soundtechnisch möglich ist. Weil im ersten Moment schaut das alles ein bisschen, oh, keine Ahnung, weiß nicht, aber wir haben das alles für euch erörtert. Wir werden euch zeigen, wie man das Original-Lautsprechersystem aufpimpen kann, einen Subwoofer nachrüsten kann und auch die Lautsprecher einmal komplett austauschen kann. Alles mit wenig Aufwand und das zeigen wir euch in diesem Video. Wir stellen euch ja jetzt zwei Varianten vor. Die eine wird brauchen zum Installieren circa eine Stunde und die andere Variante braucht circa 4 Stunden. Dann kommen wir mal zur Variante V1 und das ist unsere bekannte DSP6 Endstufe aus dem Hause Option. Die sorgt dafür, dass wir alle 4 eingebauten originalen Opel-Lautsprecher erstmal richtig auf Vordermann bringen. Die spielen nämlich noch gar nicht ideal, sondern jetzt mit mehr Leistung und mit einem eingebauten Soundprozessor habe ich euch bereits ein Sound-Setup für den Opel Corsa F hier aufgespielt, damit ihr gar nichts mehr machen müsst, einfach nur anstecken, da kommen wir gleich dazu. Aber dann hat jeder Lautsprecher ein Chip-Tuning hinter sich, damit ihr einen riesen geilen Klangeffekt habt und ihr sagt, was, das sind meine originalen Lautsprecher, die habe ich ja nicht getauscht. Wow, da passiert richtig was. Und wir haben durch die DSP6 die Möglichkeit, auch jetzt einen Subwoofer mit optional anzuschließen, der im Kofferraum steht und natürlich für jede Menge Bass sorgt. Ich zeige euch jetzt mal, was in V1 alles integriert ist, damit ihr die Endstufe hier problemlos installieren könnt. Wir fangen an mit dem Adapter, der unseren Sound vom Autoradio, also von der Media-Einheit vom Fahrzeug, wegnimmt, in unsere Endstufe über ein Verlängerungskabel hier einfügt und mit dem gleichen Kabel geht es wieder zurück zu den Lautsprechern, einmal komplett modifiziert und damit wären wir quasi schon durch, was das eigentliche Equipment betrifft und was wir noch nicht drin hatten bisher, ist ja ein Subwoofer, also brauchen wir auch ein Subwoofer-Kabel, das wir bis in den Kofferraum reinlegen und auch ebenfalls hier angesteckt wird. Man kann hier auch nichts falsch machen, weil die ganzen Stecker entsprechend aufs Fahrzeug oder auf die Endstufe passen und natürlich legen wir euch das passende Werkzeug mit dazu, ein gelbes Durchzugsband, damit ihr das Subwoofer-Kabel ganz easy über die Schwellerverkleidung nach hinten ziehen könnt. Entsprechend ein Isolierband und das Kabel dort anzuhängen oder auch kleine Stückchen vom Kabel zu isolieren. Wir haben auch ein Torx-Set mit dabei, weil ihr werdet einen 20er Torx brauchen, um die Radioeinheit zu entfernen und natürlich auch um Kunststoffteile zu entfernen. Ein komplettes Remover-Tool, wo dann eben solche Kunststoffspatel drin sind, um Kunststoffteile kratzerfrei im Fahrzeug zu lösen. In unserem Fall ergänzen wir unsere Anlage mit unserem Option Rock 3 Subwoofer. Den wird es in Kürze bei uns im Shop geben. Das ist ein 20 cm Subwoofer hier im Gehäuse integriert. Das ist ein Bandpassgehäuse. Das heißt, der einzige Schallaustritt ist tatsächlich dieses Bassreflexrohr und der fällt extrem klein aus, weil ja auch der Kofferraum im Corsa F nicht groß ist und wir haben auch keine Reserveradmulde, wo wir einen großen Subwoofer reinlegen können. Also haben wir uns entschieden, wir nehmen was Kleines, Knackiges, das aber trotzdem unglaublich geilen Bass macht. Wenn ihr einen anderen Subwoofer verwenden möchtet an unserem V1-System, ihr müsst nur darauf achten, dass der Subwoofer zum Schluss auch 2 Ohm Abschlussimpedanz hat, damit die Endstufe an 2 Ohm auch die maximale Leistung für den Woofer bringt. Kommen wir zur Lösung V2 und ich sage es euch gleich vorweg, beide Lösungen lassen sich natürlich kombinieren oder unabhängig voneinander beginnen.
Das ist die Variante V2, das heißt, wir haben hier euch ein Set zusammengestellt, wo die vorderen Lautsprecher, also die Tief-Mitteltöner in der Türe, und zwar in einer richtig ordentlichen Qualität von Option, ausgetauscht werden. Wir haben einen neuen Hochtöner und zwar, also das macht es jetzt sicherlich richtig fett, der Hochtöner im Original, das ist so ein kleiner Plastik-Hochtöner und unser neuer Hochtöner, den wir austauschen, ist eine 25 mm Gewebemembran für sehr, sehr geile Höhen und eine tolle Brillanz. Und wir haben euch natürlich das ganze Einbauzubehör mit dabei, dass ihr das genau so nachbauen könnt, wie wir das in diesem Video euch zeigen werden. Für hinten gilt das Gleiche, nur hinten ist ein Koaxial-Lautsprecher drin. Das heißt, hier ist dieser 25 mm Gewebelautsprecher, Hochtöner, bereits hier integriert, weil das Fahrzeug nicht einen extra Hochtöner vorgesehen hat. Und gerade hinten rentiert sich in dem Fall auch sehr stark, weil in dem Corsa F ist es natürlich, sind sehr banale Breitbandlautsprecher hinten verbaut und die machen weder einen gescheiten Bass noch gescheite Höhen. Also in dem Fahrzeug rentiert sich tatsächlich einmal alle Lautsprecher auszutauschen und weil wir natürlich nicht nur bei den Lautsprechern Stopp machen, sondern auch eine richtige Türdämmung mit dazulegen, habt ihr jetzt bei diesem Set 4 Dämmmatten praktisch drinne, für jede Türe eine komplette Dämmmatte und 2 Dämmschaummatten, das heißt eine halbe Schaummatte pro Türe, damit die Türen ruhig werden. Und glaubt mir, die scheppern tatsächlich ein bisschen und ihr könnt es alles in einem Aufwasch wegmachen. Und das ist die Installation, die 4 Stunden braucht. Als Hilfestellung für euch möchte ich noch mal kurz erwähnen, wie groß euer Erfolg ist, mit einer V2 oder mit einer V1 zu starten. Die V2-Version, also alle Lautsprecher austauschen, ist ein bisschen günstiger als die V1-Version mit der Endstufe und dem Subwoofer. Ihr habt dadurch aber auch nicht den ganz großen Erfolg, weil die V1-Version mit der Endstufe, die hat natürlich schon mehr Leistung. Wir haben einen Subwoofer, der extra nur Bass macht. Die Variante kostet auch ein bisschen mehr, aber es ist nicht so, dass wenn ihr V2, also alle Lautsprecher einmal tauscht, überhaupt gar keinen Erfolg dabei habt. Nein, der Erfolg ist auch richtig toll. Ihr werdet ein tolles Klangbild haben, einen schöneren Bass und auch ein bisschen mehr Lautstärke. Und es kostet halt auch nicht so viel. Also das heißt, ihr müsst euch selber entscheiden, möchte ich mit weniger anfangen und das andere danach ergänzen oder fange ich mit dem Großen an und ergänze vielleicht zum Schluss irgendwann mal noch die V2, also die Lautsprecher. Das ist up to you. Servus zusammen, ich bin der Gabriel aus dem Support und ich werde euch jetzt zeigen, wie man die V1-Variante einbaut, die der Olli euch vorgestellt hat. Die Radioeinheit, an die wir ran müssen für unsere Installation, befindet sich natürlich hinter dem Display. Die hängt aber so hochkant drin, deswegen wir kommen praktisch nicht von hinten ran. Wir müssen hier ein paar Verkleidungsteile wegbauen und ich zeige euch, welche Verkleidungsteile auf diese Fahrerseite dann praktisch entfernt werden müssen und dann gehen wir rüber zur Beifahrerseite. Gleich im ersten Step muss dieses Kunststoffteil raus. Diese seitliche Verkleidung muss auch entfernt werden, die könnt ihr einfach so wegziehen. Das sind 2 Kunststoffclips hier hinten, aber da müsst ihr nichts schrauben oder mit dem Entriegelungswerkzeug arbeiten. Ihr könnt sie einfach zu euch herziehen. Das gleiche ist auf der Seite auch zu tun. Das gleiche Stück einfach rausnehmen. Und wenn ihr schon hier unten seid, dann könnt ihr gleich diese 2 Torx-Schrauben hier entfernen, weil die Mittelkonsole muss später auch raus. Im nächsten Step müssen hier ein paar Verkleidungsteile entfernt werden und wir fangen mal hier an. Dann geht es hier weiter zu der Verkleidung für den Startknopf. Die können wir auch hier einfach rausnehmen. Dadurch, dass das Klavierlackteile sind, verkratzen sie natürlich recht schnell. Passt da ein bisschen auf. Wir legen halt eben hier immer so Tücher drunter. Das solltet ihr daheim auf jeden Fall auch machen. Zu guter Letzt muss das Lima-Bedienteil entfernt werden und hier die Ladeschale, wo auch der USB-Anschluss mit dran steckt, das kann man einfach rausziehen. Damit wir an die Radioeinheit rankommen hinter dem Display, müssen wir erstmal das Display hier rausschrauben. Das sind 4 Torx
Schrauben, die wir entfernen müssen und dann auch alle Stecker an dem Display rausnehmen, damit wir die komplette Einheit entfernen können. Sonst können wir die Mittelkonsole nicht ausbauen, um an die Radioeinheit zu kommen. Jetzt haben wir fast alles entfernt, was nötig ist, um die Mittelkonsole rauszuziehen. Und ich habe nur eine Schraube vergessen, die befindet sich hier unten. Die muss natürlich auch noch gelöst werden. Und dann kann man die komplette Mittelkonsole bzw. dieses Stück hier, was hier bis oben hingeht, rausziehen. Und das ist schon die Radioeinheit, wo wir eigentlich hinwollen. Da befindet sich unser Hauptanschlusskabelbaum vom Radio. Da docken wir uns an mit unserem Plug-and-Play-Kabelsatz. Und dafür müssen wir eigentlich nur diese zwei Schrauben entfernen, rechts und links. Zusätzlich befinden sich hier nochmal zwei Schrauben. Also es sind insgesamt 4 Schrauben, die praktisch die Radioeinheit halten. Das waren jetzt die zwei hier oben und die zwei hier unten. Und dann können wir eigentlich die Radioeinheit so rausziehen. Den originalen Stecker aus dem Radio können wir hier rausziehen und mit unserem T-Kabelsatz ersetzen bzw. andocken, damit wir hier die DSP6 anschließen können. Als Einbauort für die DSP6 haben wir uns diesen Platz hier ausgesucht. Der eignet sich perfekt und man muss nichts weiter zerlegen, die passt da super hin. Wichtig für den Anschluss sind eigentlich nur diese Stecker und die können wir ganz bequem und locker hier unten durchführen und dann kommen wir hier schon unten raus, wo wir hinwollen. Achtet darauf, dass die 3 Kabel hier unten rausschauen auf der rechten Seite und der zusätzliche Block, der dazugekommen ist, den solltet ihr ein bisschen in das rechte Loch hier reinschieben, in die Mulde und dann können wir eigentlich schon die Radioeinheit wieder einhängen und fest verschrauben mit den 2, 3, 4 Schrauben. Nachdem wir das Radio und alle Verkleidungsteile wieder angebracht haben, werden wir die DSP6 anschließen mit dem beiliegenden Verlängerungskabel und dem Subwoofer-Anschlusskabel. Noch ein kleiner Einwand bzw. eine Anmerkung, dieser schwarze ISO-Stecker, der bleibt einfach unbelegt, das ist einfach so baubedingt und den könnt ihr einfach mit unten verstauen. Die Seitenverkleidung bitte noch nicht ganz zumachen, weil Olli wird euch nachher noch ein paar Einstellungen an der DSP6 zeigen. Und das solltet ihr natürlich auch mitmachen. Die Installation der DSP6 ist somit abgeschlossen. Zu guter Letzt müssen wir mit dem Subwoofer-Kabel von hier vorne bis in den Kofferraum fahren und ich zeige euch, wie das jetzt geht. Die Verkleidung des Seitenschwelles muss entfernt werden und mit dem Subwoofer-Kabel werden wir hier unten durchfahren, ganz hinten in den Fußraum hinter dem Teppich. Wir sind jetzt mit dem Subwoofer-Kabel im vorderen Seitenschwelle angelangt. Jetzt sollten wir natürlich ein bisschen in den Kofferraum reinfahren. Im nächsten Step würde ich die Rücksitzbank rausnehmen und dieses Verkleidungsstück auch, damit wir hier erstmal zu diesem Punkt kommen. Die Rückbank, die ist zweimal geklipst, hier und auf der anderen Seite. Und ihr müsst im Endeffekt hier mit dem Finger reinfahren und dann werdet ihr eine weiße Nase spüren. Die müsst ihr etwas nach oben drücken und dann mit der Rückbank einmal nach unten und dann könnt ihr sie schon entfernen. Die Rücksitzbank ist jetzt draußen. Dieses Stück muss noch entklippt werden und dann fahren wir von dort vorne mit dem Subwoofer-Kabel bis hier hin und von hier dann weiter. Wir machen das extra in 2 Steps. Es fällt dir einfacher beim Verlegen des kompletten Subwoofer-Kabels.
Das war schon mit dem Verlegen des Subwoofer-Kabels. Ich werde das noch alles zurückbauen und dann die Kofferraumabdeckung reinmachen und dann können wir schon den Subwoofer holen. Wir bauen den Rock 3 Subwoofer ein, den wir auf jeden Fall euch empfehlen. Und die Leute, die sich dafür entscheiden, die sollten auf jeden Fall noch diesen Schritt mit mir hier machen. Wir müssen den Anschluss vorbereiten, weil der Rock 3 wird mit einem Molex-Anschluss geliefert. Dafür müssen die Kabel mit einem Strich miteinander verbunden werden, also alle drei und die anderen drei natürlich auch. Die ADN-Hülse muss entfernt werden, das Kabel muss abisoliert werden und die Quetschverbinder, die wir euch beilegen, verhelfen euch zu dem Anschluss. So, der Molex-Anschluss für unseren Rock 3 Subwoofer ist erledigt, ist gemacht. Jetzt können wir natürlich mit dem Isolierband das Ganze noch schöner gestalten. Und für alle, die das ganze Werkzeug zu Hause nicht besitzen, könnt ihr das natürlich bei uns im Shop erwerben. Ein wichtiger Punkt an dieser Stelle, nehmt bitte den linken Anschluss des Terminals. So Leute, wir sind fertig, das ist das Endergebnis. Ihr merkt auch schon, warum wir uns für diesen Woofer entschieden haben. Der ist wirklich hübsch, der nimmt nicht so viel Platz im Anspruch. Der passt eigentlich in jeden Kofferraum rein und für seine Größe hat er wirklich Druck. Wir werden jetzt zusammen die Türlautsprecher austauschen. Dafür muss natürlich die Türverkleidung entfernt werden. Ich zeige euch, wie das geht. Im Heckbereich ist alles identisch wie vorne. Deswegen, falls ihr das mitmachen möchtet, könnt ihr euch an der vorderen Tür halten. Um die Türverkleidung zu entfernen, müssen insgesamt 5 Schrauben entfernt werden. Die befinden sich hier auf der Seite 2 Stück. Unter dieser Abdeckung ist eine. Hier unten ist nochmal eine. Und in dem Türgriff unter einer Abdeckkappe ist auch immer eine Schraube. Im nächsten Step nehmen wir diese Kappe hier weg und können auch die komplette Türverkleidung mit dem Entriegelungswerkzeug entriegeln. 2 Punkte, die hier zu beachten sind. Natürlich muss der Türgriff mit den Knöpfen erstmal entfernt werden. Und bevor ihr die Türverkleidung komplett aus der Tür rausnimmt, haltet den Türgriff fest, weil der muss an der Tür dranbleiben. Als nächstes bauen wir den Lautsprecher raus, der ist mit 3 Schrauben fixiert. Es gibt hier gewisse Sachen, worauf man achten sollte bzw. was man tun sollte. Als allererstes ist uns hier diese Verkleidung aufgefallen, beziehungsweise der Türentriegler, der wackelt recht viel und der wird auch sicherlich Klappergeräusche in der Tür erzeugen. Das möchten wir stilllegen bzw. versuchen einzudämmen. Wir werden die Türaußenhaut dämmen. Zuerst solltet ihr das ein bisschen reinigen mit einem Bremsenreiniger, mit einem Tuch, damit die Dämmung besser haftet. Und wir werden eine komplette Dämmmatte für die Tür und für die Türverkleidung aufbrauchen. Damit der Türöffner nicht mehr so klappert, werden wir ein bisschen Bitumenband drunter legen und damit werden wir das stilllegen und die Störgeräusche werden weg sein. Mit dem restlichen Material, die halbe Dämmmatte und eine halbe Schaumstoffmatte, werden wir jetzt die Türverkleidung dämmen.
Also das ist der originale Opel-Lautsprecher des 16er, der entweichen muss. Der hat hier ausgedient. Zum Einsatz kommt unsere Option R165. Durch die viel höherwertigere Verarbeitung und die Materialien, die hier drin stecken, haben wir natürlich viel mehr Bass zu erwarten und ein besseres Klangerlebnis. Der Adapterring muss etwas bearbeitet werden, damit der Lautsprecherstecker reinpasst. Ein Lautsprecher kann nur dann richtig arbeiten, wenn alles dicht ist. Deswegen müssen wir natürlich das Lautsprecherdichtband überall anbringen, wo wir Sachen miteinander verbinden. Mit den beiliegenden Schrauben könnt ihr jetzt den Adapterring und den Lautsprecher wieder anschrauben. Den Lautsprecher-Adapterstecker nicht vergessen, in die Führung mit einbringen, bevor ihr den Lautsprecher auf den Ring montiert. Die Installation ist somit abgeschlossen, die Tür ist gedämmt, wir können wieder die Verkleidung anbringen. Der Gabriel hat jetzt leider heimgehen müssen, deswegen müsst ihr mit mir jetzt wieder Vorlieb nehmen. Ich zeige euch jetzt noch, wie man den Hochtöner auswechselt, und dazu machen wir natürlich die A-Säulenverkleidung weg. Da kann man hier von der Seite ganz gut reinlangen und das Ganze nach innen wegdrücken und rausziehen. Und jetzt ist hier dran so eine kleine Verankerung noch dran, die können wir nach unten schieben. So, und jetzt haben wir das letzte Stück auch ausgehängt und jetzt können wir sie nach oben rausziehen und den Stecker direkt hier abstecken. Den originalen Hochtöner können wir jetzt hier rausnehmen, der ist nur an der Seite an 3 Punkten geklippt, also ganz einfach rauszunehmen. Und jetzt haben wir unseren neuen Hochtöner von Option, den nehmen wir auch bitte aus unserem Gehäuse raus, der lässt sich hier nur entklippen und dann haben wir den auch einzeln. Und den können wir jetzt direkt hier reinmachen und bis ganz runter ans Gitter legen. Und jetzt haben wir einen kleinen Trick. Dafür gibt es von unserem Bitumen Alubetyl, kleben wir hier einen kompletten Streifen drüber, dann hebt der einfach fix in diesem Loch drin, ist perfekt positioniert. Und jetzt bleibt noch das Plus und Minus vom Hochtöner hier draußen hängen. Der Rest ist direkt hier unten drin, ist also alles gar kein Problem. Und wir können unsere Kabelweicheln, die müsst ihr jetzt wirklich auch unbedingt mit anschließen. In dem Fall schwarz auf schwarz. Und hier haben wir jetzt 2 rote Kabel zur Auswahl. Und auf einem steht drauf -3 dB. Und unsere Anlage habe ich euch extra so eingestellt, dass wir das als Basis haben, die -3 dB. Wer so ganz grundsätzlich sagt, er arbeitet im Sägewerk seit Jahren und hört ganz schlecht Hochton, der kann das andere Kabel nehmen, weil dann sind es einfach 3 dB mehr im Hochtonbereich. Den Rest von der Frequenzweiche können wir mit dem Isolierband ein bisschen zusammenbinden, damit das hübsch ausschaut. Diese 2 Stecker haben wir euch jetzt vorläufig so fixiert, dass ihr die Pins direkt hier einstecken könnt. Wir werden natürlich auch im Laufe der nächsten Wochen einen passenden Stecker dafür mit anbieten und den natürlich gleich so im Set mit integrieren, dass ihr das gar nicht mehr so habt, sondern direkt einstecken könnt, und zwar verpolungssicher. Wir müssen jetzt nur darauf achten, für die ersten Modelle, wo wir ausliefern, dass ihr die Pins direkt hier einsteckt, und zwar der rote geht auf das weiße, das ist der Plus, und das schwarze geht auf das blaue. Das ist die Fahrerseite. Auf der Beifahrerseite ist es rote Kabel geht auf das lilane im Fahrzeug und das schwarze Kabel geht auch auf der anderen Seite. Das ist ebenfalls ein blaues Kabel und dann ist es eigentlich soweit klar. Zur Sicherheit machen wir hier noch ein bisschen Isolierband drumherum, dass die auf jeden Fall da bleiben, wo sie sind und sich nicht von alleine irgendwann lösen. Vor allem beim Einstecken jetzt. Und jetzt können wir das Kabel hier hinten in den Hohlraum mit unterbringen und die A-Säule wieder genauso einstecken, wie wir sie weggemacht haben. Als Tipp, schaut von außen drauf, ob die entsprechenden Einclip-Pins alle an der richtigen Position sind. Wir müssen natürlich auch den Halter hier wieder mit reinmachen und dann zieht man das Ganze von innen wieder an die A-Säulenverkleidung oder an die A-Säule dran und dann klippt das alles wieder fest. Für alle Nachrüster, die sich für eine Variante entscheiden und dann doch die andere noch ergänzen, ist es wichtig, dass ich euch hier erzähle, was wir hier für ein paar Einstellungen an der Endstufe haben, weil wir haben hier einen Mode-Schalter. Und der Schalter 1, da betreiben wir die originalen Opel-Lautsprecher.
Sobald wir vorne oder hinten die Lautsprecher ergänzen mit unseren Option-Lautsprechern, schaltet ihr bitte auf 2, dann haben wir ein anderes Equalizing drauf, das dann auf die anderen besseren Lautsprecher wieder angepasst ist, also so, dass jedes Lautsprechersystem, ob Opel oder Option, immer die optimale Performance bringt, immer entsprechend auswählen. Bitte also auf 2 für Option-Lautsprecher. Der Drehregler Control 1, der macht den Hochpassfilter für die vorderen Lautsprechersysteme. Das heißt, wenn ihr die originalen Lautsprecher drin habt, die machen nicht ganz so viel Bass mit und vielleicht fängt auch die Türe schnell zum Scheppern an, dann können wir einen Teil des Basses entfernen. Also wie gesagt, nur einen Teil des Basses und nehmen ein bisschen was weg. Wir haben ja schließlich einen Subwoofer, der macht jetzt Bass. Aber je besser die Lautsprecher sind oder wenn ihr nur leise Musik hört und gar nicht voll aufdreht, könnt ihr natürlich den Control-Regler 1 auch entsprechend weiter runterfahren. Dann machen die Lautsprecher in der Türe mehr Bass. Das könnt ihr selber ausprobieren und nach Belieben und nach Geschmack einstellen. Gute Position ist vielleicht auch erstmal die Hälfte, also halb aufdrehen, dann liegen wir schon mal gar nicht so schlecht. Die tiefste Frequenz ist 37 Hertz, Linksanschlag, und 67 Hertz High-Pass-Filter ist Rechtsanschlag. Control-Regler 2 ist lediglich der Subwoofer, Pegel, Vollgas, ganz Rechtsanschlag, und wem das zu viel ist, kann natürlich auch ein bisschen wegnehmen, bis auf 0, gibt natürlich wenig Sinn, wenn wir schon einen Subwoofer drin haben, aber das könnt ihr auch nach Belieben hier einstellen. Unser Soundsystem von unserer DSP-Endstufe ist so eingestellt, dass ihr bei den Audioeinstellungen bitte im Equalizer alles auf 0 einstellt. Und hier gibt es die Aufteilung zwischen vorne und hinten, rechts und links. Könnt ihr natürlich nach Geschmack machen. Lasst es einfach mal auf Center, hört euch das an. Und wir haben das auf alle Insassen eingestellt. Ihr könnt natürlich das Ganze auf Fahrer einstellen. Die Ego-Einstellung ist genauso geil, könnt ihr euch mal anhören. So, liebe Corsa F-Fans, jetzt geht's ans Eingemachte, und zwar, wie klingt denn das Ganze? Dann drehen wir halt einfach mal ein bisschen auf. Und dann könnt ihr an meiner Stimme erkennen, wie laut es ist. Und das ist schon ziemlich laut, weil man ordentlich schreien muss. Aber unglaublich klar. Also es ist klar, wollte ich sagen. Und auch vom Bass. Das ist ein wahnsinnig runder Bass, also der spielt gar nicht brutal, also ja, er ist schon brutal laut, aber er spielt sich nicht so dermaßen in den Vordergrund, dass man gar kein restliches Soundsystem mehr hört, sondern er passt total harmonisch zum Front- und zum Hecksystem, und man hat das Gefühl, der Bass spielt einfach richtig schön runter, und wenn ich hier vorne sitze, spanne ich nicht annähernd, dass der Bass im Kofferraum steht, sondern der fügt sich akustisch total perfekt zum Frontsystem ein. Ich habe das Gefühl, der Subwoofer ist hier unterm Armaturenbrett verbaut, weil der Bass hier vorne dran ist, so hämmert. Also die Abstimmung hier in dem Fahrzeug ist jetzt wirklich perfekt. Wir haben schöne, angenehme Höhen, die einfach frisch klingen, und auch die Stimmen sind mitten auf dem Armaturenbrett hier. Und das Hecksystem, das spielt jetzt auch richtig viel mehr schönen Sound mit dazu. Also jetzt haben wir eigentlich, was soll ich sagen, es ist jetzt einfach toll. Und wer das nachmachen mag, hat ja jetzt die Anleitung. Und wer auch sagt, wie war das nochmal, wenn man nur V2 verbaut? Also wir können auch die Endstufe abstöpseln, und wir haben das natürlich auch vorhin gemacht und mal nur auf dem Autoradio die 4 neuen Lautsprecher angehört. Leute, das ist auch schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also ihr könnt euch tatsächlich entscheiden, mit was ihr anfangt. Die günstigere Version vom Preis her, 4 neue Lautsprecher mit Türdämmung reinzumachen, oder anzufangen mit einem Sound-Upgrade, wo zwar die Original-Lautsprecher drin bleiben, aber einfach dieses Chip-Tuning für die Lautsprecher gemacht wird und natürlich der Subwoofer mit dabei. Das zuckt schon nochmal ganz anders, und wenn euch das nicht gut genug ist, dann beides zusammen, V1 und V2. Aber ihr könnt es anfangen, wie ihr möchtet. Das wollte ich damit nur sagen, und ihr werdet beides mal total begeistert sein. Ihr findet alle Artikel, die wir euch vorgestellt haben, natürlich unten im Videobeschreibungstext zu diesem Video als Link zum Webshop. Da findet ihr alle Artikel, könnt ihr euch da nochmal reinlesen. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder unsere Gäste seid bei AAS24. Wer weiß, vielleicht ist das nächste Auto deins.